So, das ist unser Stand von gestern. Wie man den Programmablaufplan in Programmcode umsetzt, hängt von der Programmiersprache ab und es gibt oft auch mehrere Ansatzmöglichkeiten. Ich habe schon mal einen Code erstellt und den gehen wir jetzt durch. Im Setup-Teil nichts Neues. Hier werden nur die Ein- und Ausgänge konfiguriert. Für uns interessant ist der Loop-Abschnitt. Am Anfang habe ich 6 Variablen definiert, Taste 1 bis 3 und Rot, Grün und Gelb für die LEDs. Dabei benutze ich einen Variablentyp, den wir noch nicht kennen, eine boolsche oder logische Variable. Die kann nur 2 Werte annehmen, wahr und falsch, also true oder false. Am Anfang setze ich alle Variablen auf false, denn wir wissen noch nicht, ob eine Taste gedrückt ist und alle LEDs sollen erstmal aus sein. Im nächsten Schritt habe ich die 3 Tasten abgefragt und sollten sie gedrückt sein, bekommen die Variablen den Wert true. Also sollte nur Taste 1 gedrückt sein, bekommt die Variable den Wert true, der Rest bleibt auf false. Wir werden gleich sehen, dass durch diese Vorgehensweise der Programmcode recht übersichtlich bleibt. Vielleicht ist aufgefallen, dass hinter den if-Anweisungen die geschweiften Klammern fehlen. Die kann man weglassen, wenn nur ein Befehl folgt. Jetzt müssen wir nur noch in Abhängigkeit vom Tastenstatus die Variablen Rot, Grün und Gelb auf True setzen. Für die Programmverzweigung nutzen wir auch wieder die if-Anweisung, mit der wir, wenn eine Bedingung erfüllt ist, das eine machen können und wenn nicht, etwas anderes. Allerdings werden wir jetzt einige if-Anweisungen ineinander verschachteln müssen. Um die Übersicht zu behalten, ist es sinnvoll, den Quelltext abschnittsweise nach rechts einzurücken. So kann man auf einen Blick sehen, dass zu diesem if das und das gehört, zu diesem das und das und zu dem gehört das. So kann man auch besser sehen, dass die Klammern alle richtig sitzen. Man sucht sonst sehr lange nach Fehlern. Beginnen wir mit Taste 1. Wenn die gedrückt ist, wird dieser Programmcode abgearbeitet. Wenn nicht, der untere. Normalerweise kennen wir, dass in der Klammer hinter der if-Anweisung eine Vergleichsoperation ausgeführt wird. Das Ergebnis dieses Vergleichs ist entweder wahr oder falsch, also auch eine boolsche Variable. Wir setzen hier nur gleich eine boolsche Variable ein. Nehmen wir uns erstmal den Teil vor, wenn Taste 1 nicht gedrückt ist. Hier steht jetzt hinter dem else nochmal ein if. Man kann die if-Abfrage noch auf mehrere Varianten erweitern. Ist die erste Bedingung erfüllt, wird der obere Teil abgearbeitet. Wenn nicht, wird die zweite Bedingung geprüft und wenn sie wahr ist, der mittlere Teil ausgeführt und ansonsten das, was im else-Block steht. Also ist Taste 1 nicht gedrückt, überprüfen wir Taste 2. Wenn die gedrückt ist, soll die grüne LED aktiviert werden. Wenn stattdessen Taste 3 gedrückt wurde, soll Rot und Grün leuchten. Wenn alles nicht zutrifft, bleiben Rot, Grün und Gelb auf False. Nehmen wir uns den Teil vor, wo Taste 1 gedrückt wurde. Wenn jetzt auch noch die Tasten 2 und 3 gedrückt wurden, aktivieren wir Rot. Sollte aber nur Taste 2 zusätzlich gedrückt sein und Taste 3 nicht, dann leuchtet Gelb. Für den Fall, dass Taste 1 gedrückt wurde, Taste 2 aber nicht, fragen wir noch Taste 3 ab. Ist die gedrückt, haben wir die Kombination 1 und 3 und das soll Gelb und Grün ergeben. Ansonsten ist Taste 3 auch nicht gedrückt und es bleibt nur Taste 1. Und da sollte nur die rote LED leuchten. Jetzt sind wir alle Zweige durchgegangen und wir brauchen nur noch die LEDs einschalten, deren Wert True ist. Und das Ganze beginnt wieder von vorn. Wir müssen nur noch überprüfen, ob das auch so funktioniert. Also, Taste 1 ergibt Rot. Taste 2 Grün. Mit Taste 3 leuchten Rot und Grün. 1 und 2 ergibt Gelb. 1 und 3 Grün-Gelb. Und alle 3 Tasten zusammen Rot. Ja, Mission erfüllt, was den Programmablaufplan angeht. Ich hoffe, dass wir uns dann morgen zum nächsten Thema wiedersehen.